Hi, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Denn in den letzten Tagen oder sogar Stunden hat sich mal wieder in der KI-Welt so einiges getan. Und zwar einiges, worüber man nicht nur einfach reden kann, sondern auch einiges, was sofort nutzbar ist. Dabei reden wir jetzt also primär über die News bei den gängigsten Chatbot-Anbietern. OpenAI kann jetzt besser Bilder generieren. Sora, das Videogenerierungsmodell, wird endlich breiter zugänglich. Google präsentiert das aktuell stärkste KI-Modell und auch bei Claude gibt es ebenfalls richtig interessante Neuerungen. Außerdem möchte ich dir den neuen Arc AGI-Test vorstellen, der dabei hilft zu testen, wie generell KI-Modelle sind und die Jagd zu einer AGI befeuert. Mit tatsächlich auch den ersten schockierenden Benchmarks. Bleib also dran, es wird spannend. Beginnen wir mit den Neuerungen aus dem Hause OpenAI. Genauer gesagt mit den Neuerungen rund um Sora. Denn Sora ist das wohl bekannteste Videogenerierungsmodell. Und wenn du bereits für ein ChatGPT Teams oder Pro-Abo zahlst oder über deine Arbeit Zugriff darauf bekommst, würde es dich freuen zu hören, dass du jetzt ohne Aufpreis Sora verwenden kannst. Zwar kannst du es noch nicht direkt aus dem ChatGPT Chatbot heraus triggern, aber du kannst dich mit deinem Account auf sora.com anmelden und ohne Umwege jetzt auch Videos generieren. Dabei gibt es ein paar Begrenzungen. Ein Video mit 480p darf so maximal 10 Sekunden lang sein. Dafür kannst du dir direkt 4 Ausgaben zu einem Prompt erstellen lassen und dann auswählen, was dir am besten gefällt. Wenn du mit 720p als Auflösung arbeitest, dann kann das Video maximal 5 Sekunden lang sein und du bekommst nur 2 Variationen. Eine höhere Auflösung ist nicht möglich. Dabei sind die Ergebnisse jetzt auch nicht atemberaubend und es gibt mittlerweile bessere Videomodelle. Aber als Extra, das jetzt in deinem bestehenden Abo mit integriert ist, ist das sehr viel wert. Bleiben wir bei OpenAI, aber reden jetzt über die Bildgenerierung. Denn auch bei der Bildgenerierung wurde jetzt enorm nachgelegt. Denn das neue Bildgenerierungssystem füllt ein ganzes Whiteboard mit klaren, sinnvollen Texten, die auch noch konsistent dargestellt werden. Und das mit einem echten Verständnis für die Inhalte. Wenn ihr ein Bild also mit Programmiercode generieren lasst, bekommt ihr echten, ausführbaren Code angezeigt. Auch deutsche Texte werden jetzt viel präziser ausgegeben. Infografiken und Charaktere erscheinen deutlich konsistenter und Bilder lassen sich in verschiedene Stile übertragen oder bearbeiten, ohne dabei das Original zu stark zu verändern. Als besonderes Highlight können Bilder nun auch transparente Flächen enthalten, was dann ideal für entweder Sticker ist oder super als Ausgangspunkt für weitere Arbeiten in Photoshop. Ja, und wo können wir das Ganze nun nutzen? Das ist eine gute Frage, denn das ist etwas komplizierter. Laut OpenAI ist das bereits in ChatGPT 4o integriert. Aber weder mit meinem Firmenaccount noch mit meinem privaten Account konnte ich das nachstellen. Aber auch hier gibt es trotzdem einen Grund zur Freude, denn auch wenn das Ganze noch nicht nativ in ChatGPT integriert ist, könnt ihr das neue Modell trotzdem schon unter sora.com nutzen. Als Anwender dürfen wir uns zudem auch auf eine verbesserte Spracherkennung in ChatGPT und optimierte Audiogenerierungen freuen. Wer dazu die APIs von OpenAI nutzt, kann diese verbesserten KI-Modelle auch für andere Zwecke nutzen. Lasst uns bei dem Thema der APIs aber keine Zeit verlieren, weil ich glaube, viele von euch da gar nichts mit anfangen können. Wenn doch, schreibt es gerne in die Kommentare und dann werden wir in den kommenden Videos eben doch mehr darüber reden. Wer aber ansonsten mehr wissen will, jetzt zu diesem Thema, findet noch Links in der Videobeschreibung. Weiter geht's jetzt aber mit Google, denn Google hat Gemini 2.5 Pro vorgestellt. Ein Modell, das laut Benchmark-Werten das derzeit beste Modell auf dem gesamten Konsumermarkt ist und sogar OpenAIs O3-Modell in den Schatten stellt. Klar, es mag nur eine Frage der Zeit sein, bis wer anderes hier das Leaderboard wieder anführt. Aber aktuell macht es eventuell Sinn, für den einen oder anderen umzusteigen. Ein Grund für den Umstieg kann die Fähigkeit sein, mit über 1 Million Tokens umzugehen. Wer sich jetzt nichts unter 1 Million Tokens vorstellen kann, dem kann ich sagen, ihr könnt alle Harry Potter Teile von 1 bis 7 mit als Kontext reingeben und Gemini 2.5 Pro würde sich nicht beschweren, dass das irgendwie zu viel sei. Das kann besonders praktisch sein, wenn ihr zum Beispiel programmiert und einen sehr langen Programmcode habt, der ansonsten bei ChatGPT beispielsweise das Limit überschreitet. Wenn du das Ganze testen möchtest, kannst du es gerne jetzt schon tun, denn Google hat für den Start von Gemini 2.5 Pro die Paywall entfernt. Es ist zwar nur eine Frage der Zeit, bis die dann doch wieder reinkommt, aber bis dahin kannst du dich gerne einfach mal austesten. Auch ich habe das Ganze natürlich getestet, weil ich euch jetzt hier nicht einfach nur Daten runternennen wollte. Und in meinen Tests waren die Fähigkeiten von Gemini 2.5 Pro schon wirklich erstaunlich und auch besser als das, was ich von ChatGPT erwartet hätte.
Man hat mir einen komplett fehlerfreien, langen Code erstellt, mit dem ich Untertitel einfacher übersetzen kann. Ein Prompt, der mich unter ChatGPT mehr Aufwand gekostet hat. Und das ist auch tatsächlich kein Einzelfall. Gemini 2.5 Pro funktioniert wirklich gut. Im Gegensatz zu anderen Testern hatte ich zwar auch mal einige Fehler zwischendurch und das von Gemini erstellte Programm hat sich auch mal aufgehangen. Wer aber immer das Beste vom Besten sucht, liegt mit Gemini 2.5 Pro goldrichtig. Was an der Stelle auch nicht hinter einer Paywall steckt, ist die AI-Overview-Funktion, die euch direkt in der Google-Suche eine Zusammenfassung der Ergebnisse liefert. In den USA ist sie schon längst Standard und nun wird sie auch Stück für Stück bei uns ausgerollt. Auch vielleicht für den einen oder anderen interessant, es gibt ja das Google-Tool NotebookLM. Das ist ein KI-basierter Recherche- und Schreibassistent, der jetzt mit einer neuen Mindmap-Funktion ausgestattet wurde. Damit könnt ihr aber theoretisch dann Inhalte aus verschiedenen Quellen schneller strukturieren und behaltet so immer den Überblick. Wenn wir jetzt schon Gemini und ChatGPT thematisiert haben, noch kurz etwas zu Claude. Denn auch bei Anthropic gibt es jetzt etwas Neues. In den USA kann Claude jetzt das Netz durchsuchen. Ein wichtiges Update, das zwar auch schon OpenAI und Google integriert hat und nun eben auch Anthropic, aber es ist gut, das eben auch bei der Konkurrenz vermehrt zu sehen. Wir halten euch natürlich auch auf dem Laufenden, sobald das Ganze in Deutschland möglich ist. Nicht zu vernachlässigen, wenn wir über die ganzen KI-Anbieter reden, ist hier aber auch DeepSeek. Denn DeepSeek hat ja im Januar einen großen Aufruhr rund um das R1-Modell gehabt. Das wurde jetzt sogar nochmal weiter verbessert. Und da es ja auch ein Reasoning-Modell wie O3 Mini ist oder Gemini 2.5 Pro, ist es auch wieder besonders gut zum Programmieren. Von der Leistung hängt es natürlich noch etwas hinterher. Der große Vorteil ist aber, dass es relativ ressourcenarm lokal laufen kann. Bis wir hierzu aber dann ganz aktuelle Benchmark-Werte haben, dauert es noch ein kleines bisschen. Und wie gut sind jetzt all diese Modelle in einem größeren Kontext? Ein großes Ziel ist dabei oft die allgemeine künstliche Intelligenz. Also die künstliche Intelligenz, die Aufgaben gleich gut, wenn nicht sogar besser erledigen kann als ein Mensch. So wird immer wieder darüber diskutiert, wie nah aktuelle KI-Modelle schon an einer AGI sind. Auch Microsoft-Experten sahen schon in GPT-4 bereits echte Generalisierungsfähigkeiten. Mit dem ARC-AGI-Test wird nun gemessen, wie gut diese Fähigkeiten wirklich sind. Der alte Test, also der ARC-AGI 1-Test, wurde sogar auch von den teureren O3-Modellen bestanden. Also die O3-Modelle, die pro Prompt irgendwie 200 € kosten. Jetzt gibt es jedoch eine zweite Version des Tests, die dann viel differenzierter einordnen kann, wie gut die Generalisierungsfähigkeiten einer KI sind. So werden nun auch die Kosten pro Befehl berücksichtigt. Eine KI kann also den Test nicht bestehen, wenn sie für eine Aufgabe, die ein Mensch in 10 Minuten schafft, 200 € berechnet. Außerdem sind die Aufgaben breiter gefächert und anspruchsvoller gestaltet. Wobei anspruchsvoller primär für die KI gilt. Für uns Menschen sind das immer noch simple Denkaufgaben, die dahinterlegt sind. Und diese Denkaufgaben können wir uns tatsächlich auch selber anschauen bzw. versuchen zu bearbeiten. Und wie sehen die Ergebnisse dieser Tests nun aus? Ja, tatsächlich erschreckend schlecht. Wo vorher ein Modell 35% erreicht hat, stehen jetzt traurige 0. Selbst das Modell, das vorher den Test bestanden hat, wird jetzt auf unter 5% geschätzt. Wir haben also eben noch einen langen Weg vor uns, aber mit dem ARC-AGI-Test eben auch einen spannenden neuen Benchmark und ein zugehöriges Leaderboard für alle, die die Jagd zur AGI verfolgen wollen. Link dazu ist dann auch in der Videobeschreibung. Wenn du jetzt noch mehr über AGI erfahren möchtest oder auch wissen willst, was alles noch für Technologien bis dahin kommen werden, dann abonniere unbedingt den Kanal, da kommt bald auch ein spannendes Video zu. Vielleicht ist es auch schon da, dann klick jetzt hier. Wenn du stattdessen wissen willst, was wir als Aachener Softwareunternehmen überhaupt mit AI am Hut haben, dann findest du auch mehr Infos über uns in der Videobeschreibung. Vielen Dank, mein Name ist Mario und tschüss.